Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Tag bei der Schatzsuche hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo, auf der Ausgrabung. Ich habe hier das erste Signal. Ein 75er, da gucken wir gleich mal. Grüße geht nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Ihr seht jetzt das kurze Intro. Lasst mir schon mal ein Like da für den Algorithmus und dann sehen wir uns gleich und gucken, was das ist. So, mal schauen, ob wir es draußen haben. Ha. Eine ganz kleine Hülse. Das ist hier Kleinkaliber, ne? Ja, kann besser starten, aber mal gucken, was noch kommt. Meine Lieben, wir haben die erste Münze. Es ist ein kleiner, schöner Scherf. Ist auch noch ganz schön erhalten. Ich glaube wieder von 1562. Gucken wir uns gleich im Studio an. Geht super los. Da habe ich euch den ersten guten Fund des Tages schon hingestellt. Ein kleiner Scherf mal wieder aus meinem Lieblingsjahrgang, den ich sehr häufig finde. Wir schauen eben drauf. Vorne erkennt man den Löwen noch ganz gut. Also für das Alter auf jeden Fall noch eine schöne Münze. Und dann drehe ich sie euch auch noch mal um. Hinten erkennen wir denn wieder die Jahreszahl. Wie gesagt, meine Lieblingsjahreszahl von 1562. Die 6 ist nicht mehr ganz so toll zu erkennen, aber es wird eine Münze von 1562 sein. Und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. Hier haben wir ein 81er Signal. Ach. Das ist wieder ein riesiges Stück Blei. Ein Bleiknochen. (83er). Gucken, ob es schon draußen ist. Er ist noch drin. Oh, ich glaube, ich sehe es schon. Ah, ist nur ein Stück Kupfer. Schade. Hier haben wir noch irgendwo ein 77er Signal. Okay, was haben wir hier? Das ist was Größeres. Aber es ist leider was Maschinelles. Hinten ist eine Schraube dran. Ja, keine Ahnung, was das sein könnte. Naja, gucken wir weiter. Meine Lieben, wir haben die nächste absolute Miniaturmünze. Ich glaube, es ist auch ein Scherf wahrscheinlich. Mal gucken, ob man darauf überhaupt noch was erkennt. Also das ist richtig klein. Das ist vielleicht die Hälfte von der Größe von einem Centstück oder so. Wir gucken uns das gleich mal im Studio an. Dann stelle ich euch mal einen Cent daneben, damit ihr mal diesen Größenunterschied seht. Wirklich krass. Ich weiß nicht, ob man darauf noch was erkennen kann. Aber einfach aufgrund der Größe schauen wir gleich mal. Ja, das ist wirklich hier ein richtig kleines Teil nur noch. Und so sehen tatsächlich die Scherfmünzen aus, wenn sie dann schon sehr, sehr abgetragen sind durch die feldliche Bearbeitung, also durch die lange Zeit im Boden. Dann werden die immer kleiner und lösen sich dann halt irgendwann auf. Den Cent habe ich euch da schon hingestellt. Und jetzt stellen wir dieses Scherffragment oder dieses Überbleibsel des Scherfs nochmal daneben. Ja, könnt ihr sehen, eindeutig ist wesentlich kleiner als eine Centmünze und kann man trotzdem noch detektieren mit dem Deus 2. Also wirklich richtig tolle Kleinteile, Empfindlichkeit. Und dann machen wir weiter, dann gab es wieder eine Münze, da können wir noch was drauf erkennen. Oh, ich glaube, wir haben die nächste Münze hier liegen.
Leider schon ein bisschen geknickt. Und kann man noch was drauf erkennen? Ja, man kann noch was drauf erkennen. Ich glaube, es ist eine Pfennig-Scheidemünze. Aber schon sehr, sehr klein. Ja, Pfennig-Scheidemünze auf jeden Fall. Datum kann ich nicht genau erkennen. Ich glaube irgendwie um die 1790. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Super, nächste Münze. Ja, da haben wir die nächste Münze gefunden, auf der man mal wieder was erkennen kann. Es handelt sich dabei um eine Pfennig-Scheidemünze. Die Münzen auf dieser Fläche sind häufig nicht mehr in einem tollen Zustand, weil die Fläche sehr viel bearbeitet wurde. Also wurde sehr viel gepflügt, das heißt, da war sehr viel Bodenbewegung. Das schrabbelt natürlich die Münzen ab. Und es wurde auch sehr viel gedüngt mit Mist und so weiter. Das greift natürlich diese Kupfermünzen dann nochmal zusätzlich an. Deshalb sind die Münzen leider meist in einem nicht mehr so tollen Zustand auf dieser Fläche. Wir schauen mal auf diese Münze drauf. Vorne erkennt man nämlich noch was. Wie gesagt, es handelt sich um eine Pfennig-Scheidemünze und ich meine unten noch zu erkennen von 1799, also auch 220 Jahre alt, diese Münze. Und dann machen wir weiter, so ein bisschen was kommt noch und zum Schluss konnte ich noch mal wieder einen richtig schönen Fund machen, aber das seht ihr dann später, wenn ihr dran bleibt. Hm, 84er Signal, liegt ein bisschen tiefer. Er ist noch drin. Oha, jetzt ist es draußen. Jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Oh, ist das rund, oder? Oh ja, es ist rund. Aber doch, ich glaube, es ist eine Münze. Ja, es ist eine Münze, aber was für eine kann ich nicht sagen. Ich glaube, die ist wieder sehr, sehr platt. Ja, ich glaube, da wird man nichts mehr drauf erkennen können. Wieder, glaube ich, eine Münzleiche. Schade. Da bringt auch eine Reinigung nichts mehr. Würde ich jetzt behaupten. Ich gucke mal, falls wir doch noch was erkennen. Aber die Chancen stehen eher schlecht. '67er Signal. Und mal schauen. Bisschen weiter hier hinten. Jetzt ist es ein konstantes 85er. Ich bin gespannt, was es ist. Ich bin gespannt. Na, Pinpointer, komm her. Ja, ich habe es in der Hand, aber... Oh. Oh, das sieht alt aus. Das hat eine richtig krasse grüne Patina. Das könnte was Interessantes sein, ne? Gucken, ob ich es ein bisschen sauber bekomme. Dass wir schauen können, was es ist. Also es muss auf jeden Fall was Älteres sein bei der Patina. Aber was es jetzt genau ist, tja. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ja, sieht einfach nur wie so ein längliches Stück Bronze aus oder so. Oder Kupfer vielleicht. Ja, weiß ich auch nicht, was das sein könnte. Auf jeden Fall aber älter.
70er Signal. Eigentlich gar nicht so tief, glaube ich. Okay, wir haben es draußen. Oh, es ist rund. Ich glaube, es ist ein Schärf. Liebe Schärffreunde. Ja. Sehr schön. Oder? Doch, ich glaube ja. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall die Größe. Schauen wir gleich mal im Studio. Sehr gut, nächste Münze. Da haben wir den nächsten Fund stehen. Es handelt sich meiner Meinung nach um einen Hamburger Schärf. Vorne kann man noch so ganz leicht 3 Türme erkennen. Wir schauen mal schnell drauf. Und hinten ist die Münze schon sehr, sehr platt. Also das werdet ihr jetzt so hier in dem Video nicht erkennen können. Deshalb schauen wir erst gar nicht drauf, sondern machen weiter mit den nächsten Funden. Wenn euch die Folge gefällt, dann vergesst nicht, mir ein Like dazulassen und abonniert auch gerne den Kanal. Und wir machen jetzt weiter. Wir haben die nächste Münze. Ich glaube, es ist auch wieder ein Schärf. Ich glaube ja. Ich wische jetzt gar nicht so doll drüber. Mach sauber. Und dann gucken wir uns das auch gleich im Studio an. Wunderbar. Ja, hier haben wir den nächsten Schärf. Und ich bin mir nicht genau sicher, aber es könnte sich um einen Schärf von 1547 handeln. Vorne ist er relativ abgegriffen schon. Hinten kann man auch so ganz leicht das Datum erkennen. Aber ob ich da jetzt mit meiner Datierung richtig liege, kann ich nicht genau sagen. Ja, eine Münze kommt noch, da können wir wieder ein bisschen was drauf erkennen. Und dann kommt mein persönliches Highlight dieses Tages. Wir haben die nächste Münze. Die ist schon recht prägeschwach. Hinten erkennt man noch so ein bisschen was. Vorne meine ich gerade noch einen Pfennig erkannt zu haben. Da darf man, glaube ich, nicht mehr viel reinigen, sonst sieht man gar nichts mehr. Deshalb ganz, ganz vorsichtig. Und wenn es was wird, dann schauen wir uns das gleich mal im Studio an. Heute Münztag anscheinend. Ja, nächste Münze. Ich habe ja schon auf der Fläche gesagt, ich konnte, meine ich, noch einen Pfennig lesen. Und es ist auch so. Und ich meine, die Münze ist von 1810 und ganz unten unter dem Datum können wir noch den Prägeort sehen, da steht ein A. Ja, hinten ist die Münze leider wieder auch komplett blank, deshalb brauchen wir da nicht raufschauen, sondern machen schnell weiter mit meinem Highlight des Tages. Wir haben das nächste 80er Signal, war wieder so ungefähr Pinpointer tief, ist hier in diesem Knubbel drin schon. Aber, oh, ich glaube, es ist ein Teil von der Schnalle tatsächlich. Aber kann man ja fast nicht mehr als solches erkennen. Ich tüte es mal mit ein, aber brauchen wir uns nicht anschauen. Da ist auch nichts drauf. Nee. So, das Signal hier bläst mir richtig die Ohren weg. Ganz oberflächliches 79er. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Silbermünze fehlt heute noch. Ja, ein bisschen graben müssen wir doch. Oh, es ist schon mal rund. Ich glaube, es ist eine Münze. Ne, es ist ein Knopf. Ja, ich sehe schon die Hülse. Ein simpler, grün patinierter Knopf. Boah, was eine Schönheit.
Schade, dass es nur ein Fragment ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht von einer Schnalle stammt oder es vielleicht tatsächlich auch irgendwie eine Art Füßspange oder sowas war. Ich meine, es ist eine Krone drauf abgebildet. Ich reinige es mal, konserviere es mal und dann gucken wir uns das gleich mal im Studio an. Ein richtig schöner Fund, finde ich. Ach, es ist eine Schande, dass das Ding nicht mehr ganz ist. Hier haben wir meinen Highlight-Fund des Tages. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, um was es sich handelt. Ich gehe aber davon eher aus, dass es sich dabei um ein Schnallenfragment handeln wird. Und oben sehen wir sowas, was entweder eine Krone sein könnte oder ein Ritterhelm. Ja, diese Darstellung, das gibt so ein bisschen, sage ich mal, auf Münzen. Es ist immer, sieht es recht identisch aus, wie es jetzt hier bei diesem Fragment von einer Schnalle ist. Kann ich nicht genau sagen. Ich spreche das jetzt einfach mal als Krone an und wir schauen mal eben drauf. Und es ärgert mich total, dass solche schönen Stücke dann nur noch als Fragmente aus dem Boden kommen. Mich hätte es echt interessiert, wie dieses Stück in ganz ausgesehen hätte. Also ja, leider können wir nur das finden, was uns die Feldbearbeitung über die Jahre dort in diesen Zuständen hinterlassen hat. Und in dem Fall ist es leider nur ein Fragment. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da, nochmal der Aufruf. Und Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Hier verlinke ich euch 2 weitere Folgen. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Ich sage danke fürs Ansehen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut.